In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, was die Konkurrenz macht, wie deren Kursplan aussieht und ja, was wir davon nutzen können, um unseren Kursplan detaillierter zu gestalten. Ja, einen Kursplan zu erstellen ist nicht mal eben gemacht, ne? Das ist schon etwas, was man erstmal brainstormen muss, dann geht man ein bisschen mehr in die Tiefe, so wie wir das im letzten Video gemacht haben. Ich verlinke das hier mal wieder. Und sobald wir das so grob erstellt haben, müssen wir uns natürlich in die einzelnen Themen weiter einarbeiten, ne? Wir müssen gucken, was ist überhaupt gefragt, was möchten die Leute, welche Fragen haben sie. Und genau das ist jetzt unsere Aufgabe, ne? Wir müssen erstmal herausfinden, welche Probleme die Menschen einfach haben, damit wir die in unseren Lehrplan einbauen können. Und dazu gehen wir jetzt einmal an den Computer und ich zeige dir ein paar Kurse, die ich online rausgesucht habe, die genau dieses Thema behandeln. Also, ich gehe mal hier an den Computer. Ich habe hier ein paar Kurse rausgesucht. Ich habe bei Google eingegeben, Online-Kurs Schön Wohnen. Ja, ist ja, du kannst natürlich jeden anderen Suchbegriff auch eingeben, ne? Also es ging ja nicht unbedingt um schön wohnen, sondern um sich wohlfühlen, gemütlich wohnen, Wellness zu Hause vielleicht. Ja, also ich habe jetzt einfach mal schöner Wohnen oder schön wohnen eingegeben und dann habe ich auch gleich hier einige Online-Kurse gefunden. Also hier haben wir einmal Healing Home Design, dann haben wir Wohnflow und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe die hier aufgerufen. Das ist jetzt Healing Home Design. Also Healing Home Design, ja, macht dich das neugierig? Ich weiß nicht. Also man versucht zu heilen, ne? Das Zuhause, also das Design zu Hause zu heilen. Naja, okay, also nehmen wir es erstmal hin. Ich weiß nicht, aber du siehst schon, der Kurstitel lautet nicht schöner Wohnen zu Hause oder sowas, ne? Also es ist schon etwas anderes, es ist schon anders gedacht, es ist nicht so, ja, es ist das, worüber wir gesprochen haben, ne? Dass man sich einen Kurstitel aussuchen soll, der ein bisschen raffinierter ist, ne? Ein bisschen mehr als schöner Wohnen oder gemütlicher Wohnen oder sowas, ja? Deswegen, also wir gucken uns jetzt einfach mal an, was es hier so gibt, was es hier in diesem Workshop gibt. Es gibt hier einen Kurs Gestaltung Moodboards, Kurs Wohlfühlfaktor Farbe. Da haben wir schon, ne, was wir auch im Kurs, was wir auch schon gebrainstormt hatten, ne, dass es um Farben gehen muss. Welche Farben nimmt man, damit es zu Hause gemütlich und stimmig wird? Ja. Grundwissen Feng Shui, ja, hatte ich auch schon im Kopf gehabt, dass das vielleicht reinpasst. Also es sind alles Ideen, die wir uns überlegen können. Wir kopieren natürlich nichts, wir gucken auch nichts, wir holen uns Ideen und binden die bei uns ein oder eben auch nicht, ne? Also das bleibt natürlich dir überlassen. Aber schau erstmal, was zu deinem Kurs passen könnte und ja, was wir überhaupt da ja von nehmen können oder brauchen. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Gestaltung Moodboards. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Online-Kurs ist oder ob das ein Kurs ist, der, ja, der ist nicht online, sondern der findet irgendwo statt. Der kostet 195 € und beinhaltet das Catering, Getränke und sämtliche Materialien zur Gestaltung des Moodbooks. Okay, das ist jetzt nicht für uns. Ich klicke jetzt mal hier einmal auf Online-Kurs und schau mal, was da ist. Also Online-Kurs Inneneinrichtung. In meinem Intensivkurs Stilsicher einrichten, Inneneinrichtung lernen. Ja, das klingt doch schon besser, ne? Also das, was wir machen wollen, heißt ja, wir wollen uns zu Hause wohler fühlen, wir wollen es schöner gestalten. Dafür müssen wir natürlich die Farben kennen, wir müssen wissen, was womit passt, wie wir Gemütlichkeit erreichen können. Ja gut, okay, dann geht es um Inneneinrichtung, Innenarchitektur, ja irgendwie schon. Also ich scroll jetzt mal hier runter und hier ist eine Landingpage. Hier steht auch drin, stilsicher einrichten ist genau richtig, wenn Sie professionell als Einrichtungsberater arbeiten möchten. Also okay, es geht gar nicht um meine Wohnung zu Hause, es geht vielmehr darum, dass du ja, Einrichtungsberater wirst. Ja, warum nicht, ne? Also offensichtlich kann man das nicht alles nur online machen. Manche möchten natürlich auch eine persönliche Beratung haben und dann wäre so ein Einrichtungsberater natürlich gar keine schlechte Sache. Also dennoch, vielleicht können wir davon irgendwas für uns nutzen. Deswegen gehe ich das mal durch. Sich ein zweites Standbein im Bereich Interior Design aufbauen und nebenbei die ersten Kunden finden möchte. Schon im Bereich Handwerk oder Raumgestaltung tätig sind, aber gern besser beraten würden, wie Farben wirken, welche Materialien miteinander harmonisieren. Okay, das möchten wir auch, ne? Also welche Materialien wirken und welche Farben miteinander harmonisieren. Das ist schon mal super. Das ist was wir gebrauchen können für unseren Kurs. Demnächst ein neues Haus kaufen, eine neue Wohnung ziehen und in Sachen Inneneinrichtung von Anfang an alles richtig machen wollen.
Auch das ist nicht ganz zu verachten, ne? Wer gerade umzieht oder der kauft oftmals vieles Neue und dann kann man vielleicht besser direkt das Richtige kaufen, damit alles farblich passt und stimmt und dann so einen Kurs wählen. Ja, jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn wir wüssten, was kostet so ein Kurs, ne? Also hier sind die verschiedenen Module und darum geht es ja für uns im nächsten Video, im nächsten Planungsvideo. Wir müssen uns überlegen, welche verschiedenen Module nehmen wir jetzt, die wir schon gebrainstormt haben und welche fügen vielleicht noch hinzu oder arbeiten die aus. Ich habe hier Wohnbedürfnisse, Wohnfunktionen, Raumplanung. Das ist das erste Modul, ne? Also das ist ja auch so ungefähr das, was wir hatten, ne? Ist-Zustand, Soll-Zustand, ja, müssen wir mal gucken. Stilrichtungen, Gestaltungselemente, Prinzipien der Gestaltung, auch da haben wir drüber gesprochen. Wir wollten etwas über Farben machen. Das ist ein bisschen besser ausgedrückt. Das können wir da vielleicht noch für uns nehmen. Oberflächen, Raumtextilien, Beleuchtung, auch darüber hatten wir gesprochen. Fahrplan für die Inneneinrichtung, Einrichtungskonzept. Ja, also, die Dame geht da sehr detailliert drin auf und die gibt hier auch noch 6 Workbooks, also das ist schon richtig gut und das ist etwas, was wir durchaus gebrauchen könnten. Angenommen, du würdest jetzt so einen Kurs machen wollen. Wärst du bereit, dafür 990 € zu bezahlen? Autsch. Autsch, ja. Also, okay, möchte ich Einrichtungsberater werden? Ist das vielleicht eine kleinere Investition? Möchte ich mein Haus neu einrichten oder meine Wohnung? Nun ja, also ich denke mal, sie wird damit Erfolg haben und es wird auch in Ordnung so sein, aber ja, wir jetzt vielleicht nicht so. Also wir wollen ja einen Online-Kurs machen und wir wollen ja vielleicht 990 € klingt für mich erstmal sehr, sehr viel Geld für das Outcome, ne? Also für die Transformation, die hier stattfindet. Ja, ich fühle mich besser zu Hause, aber was nützt mir das, wenn ich pleite bin? So, ich meine, mal ehrlich, 990 €, ich will das jetzt nicht niedermachen, um Gottes Willen, das ist bestimmt sehr wertvoll, aber es ist eine Menge Geld, um Einrichtungsberater zu werden, jetzt nicht so, aber um meine Wohnung neu einzurichten, da schon eher. Also du solltest wissen, wer deine Zielgruppe ist. Ist das der Privatanwender? Dann ist der Preis absolut überzogen. Oder ist das der Business-Anwender? Also ist das der gewerbliche Anwender, der sich weiterbilden möchte, der Einrichtungsberater werden will? Ja, der möchte dann wahrscheinlich aber auch irgendwie ein Zertifikat haben, was er sich in seinem Laden hinhängen kann. Wenn er das denn bekommt, super, dann können wir darüber reden, ne? Also dann ist das schon eher etwas, worüber wir nachdenken können. Dann möchte ich aber natürlich auch, und bitte behalte das im Kopf, ich möchte wissen, welche Expertise die Dame hat, ja? Also ich möchte wissen, ob die in ihrem Fach richtig gut ist und was sie ausmacht. Ich möchte wissen, warum sie mir was über Farben und Farbkonzepte beibringen kann. Also, als Privatanwender interessiert mich das nicht so, aber als Business-Anwender schon eher. Deswegen bitte darauf achten, für wen ist dein Kurs. Vielleicht nicht für beide. Ne? Es ist vielleicht nicht so besser, the riches are in the niches. Also besser, du brichst das runter und überlegst dir, für wen möchte ich meinen Kurs anbieten? Möchte ich den für Privatanwender anbieten oder für gewerbliche Anwender? Und wenn du den eher für gewerbliche Anbieter anbieten möchtest, ja, dann kannst du die Preise nehmen. Dann musst du aber natürlich auch richtig ins Detail gehen. Ne? Okay, hier steht noch, was ich alles bekomme. Hier kommen häufig gestellte Fragen und so weiter. Und dann, ja, das war es dann auch mit der Landingpage. Und wahrscheinlich kann ich sie auch noch kontaktieren und bekomme auch noch mehr Infos. Ich habe das jetzt nicht eher im Detail nachgeforscht, weil ich wollte einfach nur mal einen Überblick haben. Ich wollte wissen, ob es überhaupt solche Kurse gibt, ob das für uns überhaupt jetzt einen Sinn macht, da weiter drüber nachzudenken, so einen Kurs aufzustellen, ob das Sinn macht, den weiter durchzuplanen. Ne? Und das hier bekräftigt mich darin, dass es eine gute Idee ist, dass offensichtlich ein Markt da ist, weil sonst wäre so ein Kurs nicht da und sonst wäre auch ein so teurer Kurs nicht da. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch so oder so eine gute Idee ist, so einen Kurs zu erstellen. Ich habe noch einen zweiten rausgesucht. Der ist jetzt, das ist so an derselben Seite. Healing Home Design. Und dann haben wir hier noch die Wohnpsychologin. Und die Wohnpsychologin im Online-Kurs Wohnflow zeigt, wie ich mein Zuhause noch schöner mache. Ja, und das ist doch das, was wir wollen. Ne? Also wir wollen unser Zuhause noch schöner machen. Möchtest du wieder etwas Schwung in deine Wohnungseinrichtung bekommen? Wissen, wie du in deiner Wohnung durch kleine Maßnahmen große Wirkung erzielen kannst? Schnell das Outfit deiner Wohnung ändern. Erst einmal
systematisch an deiner Raumgestaltung arbeiten, ein harmonisches und schönes Farbschema für dein Zuhause finden, deine Wohneinrichtung auf den Prüfstand stellen. Ja, und hier haben wir es, ne? Also sie richtet sich definitiv an Privatanwender und das ist ja auch das, was wir für unseren Kurs angedacht haben. Oder du könntest jetzt natürlich noch umswitchen, ne? Du könntest jetzt sagen, okay, ein gewerblicher Anbieter, der verdient ja viel, viel mehr Geld, ne? Ja, aber der verlangt natürlich auch sehr viel mehr für so viel Geld, ne? Deswegen, also mal gucken. Ich scroll mal runter. Ich will mal wissen, was dieser Kurs kostet. Hier sind einige kleinere Bilder drauf. Ja, der Kurs in Kürze. 9 Kapitel. Text im Umfang von etwa 100 Buchseiten. Viele Fotos zur Illustration. Schritt-für-Schritt-Anleitung. 9 Aufgaben für die Umsetzung in deinen eigenen 4 Wänden. Bonusmaterial, Literaturempfehlungen, Linkliste und als extra ein E-Book zum Thema Ordnung am Arbeitsplatz. Und das Ergebnis Flow. Was kostet der Kurs? Der komplette Kurs kostet einmalig 59 € inklusive Mehrwertsteuer. Ja. 59 zu 990, ja, das ist ein Unterschied, ne? Also, ich weiß nicht, welchen ich an dieser Stelle wählen würde. Wie gesagt, es kommt ganz drauf an, was ich damit vorhabe. Und was die Dame mit dem teuren Kurs mir anbieten kann. Ne? Kann sie mir jetzt ein Zertifikat anbieten, dass ich dann meine Expertise nachweisen kann. Weil hier bekomme ich nur in Anführungsstrichen 9 Kapitel. Also letztendlich ein Buch. Ne? Ich bin aber der Meinung, dass gerade im Online-Kurs Video eigentlich unerlässlich ist. Weil es ist doch schon etwas anderes, ob ich das mit Video aufnehme oder ob ich das lese. Weil lesen gehe ich zu Amazon, suche ich mir einen Wohnberater, ein Buch, so Wohnberatung, bin ich vielleicht auch. Also es muss etwas Besonderes sein. Gut, also was hat unsere Recherche jetzt gebracht? Also erst einmal, du musst festlegen, möchte ich meinen Kurs für einen gewerblichen oder für einen Privatanwender machen. Muss in meinem Kurs muss auf jeden Fall etwas über Farben vorkommen. Es muss auf jeden Fall etwas sein, was die Stimmung meines Kunden aufgreift, ja, also was derjenige erreichen möchte. Also möchte derjenige Wohnberater werden oder möchte derjenige sein Haus verschönern. Das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen und die würde ich auch komplett unterschiedlich behandeln. Und dann würde ich sagen, dass das Wie spielt auch eine entscheidende Rolle. Gerade wenn es um Einrichten geht, ist es doch wunderbar, das mit Video zu zeigen. Und das würde ich persönlich auch tun. Vielleicht schreibst du mir in die Kommentare, wie du das siehst, ob du das jetzt komplett anders siehst und ob das dich so gar nicht überzeugt, ob du absolut bereit wärst, 990 € zu bezahlen für einen Kurs, der sich bestimmt lohnt, also keine Frage, ne? Das ist bestimmt ganz wichtig und ganz wertvoller Kurs. Oder ob du eher der 59-€-Typ wärst und dir dieser Kurs für deine Zwecke genügen würde. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!